Sie haben hier keine Priorität mehr. Dieser Satz, er fiel nicht in Wut, nicht in lauter Stimme, nicht in einem Streit. Nein, er kam ruhig. Wie eine nüchterne Feststellung, wie ein Protokoll, das jemand emotionslos vorliest. Aber in mir war es, als würde etwas zerbrechen. Ich stand da mit dem Tablett in der Hand, 3 Tassen Tee, genau wie früher. Ein Keks zu viel, weil ich wusste, dass Noah immer 2 nahm. Ein Lächeln bereit auf meinen Lippen. Doch niemand sah hin. Niemand erwartete mich. Ich war da, aber nicht gemeint. Wie ein Schatten an der Wand. Wie eine Erinnerung, die man nicht mehr braucht, aber aus Höflichkeit noch duldet. Ich hätte etwas sagen können. Etwas wie, tut mir leid, ich wollte nicht stören. Oder, ich komme später wieder. Aber ich sagte es nichts, denn ich verstand. Nicht zum ersten Mal, aber zum ersten Mal so klar, so schmerzhaft, so endgültig. Sie hatten entschieden, dass ich nicht mehr wichtig war. Nicht mehr Teil der Geschichte, nicht mehr Zentrum, sondern Randnotiz. Und so stand ich da, in einem Raum voller Stimmen, aber ohne meine. Ich stellte das Tablett ab, sorgfältig, leise, wie jemand, der weiß, dass jede Geste das letzte sein könnte. Dann drehte ich mich um und ging. Mein Name ist Pekka Friedrich. Ich bin 73 Jahre alt und ja, ich war mal jemand. Jemand, den man brauchte, jemand, der gefragt wurde. Ein Vater, ein Ehemann, ein Kollege, ein Freund. Ich war Maschinenbauer, 40 Jahre lang. Ich habe Schweiß gerochen, Öl an den Händen gehabt, Pläne gezeichnet, Fehler behoben, Probleme gelöst. Nie perfekt, aber verlässlich. Ich war derjenige, den man rief, wenn's kompliziert wurde. Der blieb, bis es funktionierte. Und zu Hause? Da war ich der mit den Geschichten. Der beim Abendessen lachte, obwohl er müde war. Der kleine Zettel in die Brotdosen steckte. Ich glaub an dich. Heute wird ein guter Tag. Papa hat dich lieb. Nach dem Tod meiner Frau wurde es stiller. Aber ich blieb. Für meine Tochter, für Noah, meinen Enkel. Ich half, wo ich konnte. Ich hörte zu, wenn niemand anders es tat. Ich war nicht perfekt, aber ich war da. Immer. Bis ich irgendwann nur noch jemand war, der es schon versteht. Jemand, der nicht mehr fragt. Der nicht mehr erwartet. Jemand, von dem man glaubt, er käme auch ohne Liebe aus. Weil er doch immer so stark war. Aber stark sein bedeutet nicht, dass man keinen Platz mehr braucht. Ich habe nicht aufgehört zu lieben. Aber ich habe gelernt, leiser zu werden, bis ich mich selbst kaum noch hörte. Ich lebe allein, in einer kleinen Wohnung am Stadtrand. 2 Zimmer, Küche, Bad. Nicht viel, aber genug. Genug für jemanden, der gelernt hat, nicht mehr zu viel Platz einzunehmen. Am Morgen höre ich das Brummen des Kühlschranks, das Ticken der alten Küchenuhr. Manchmal fährt draußen ein Bus vorbei. Ich erkenne ihn am Klang, Linie 23 Richtung Innenstadt. Früher bin ich oft damit gefahren. Heute kaum noch. Mein Sessel steht am Fenster, von dort sehe ich die Bäume im Hof, einen Sandkasten, der selten benutzt wird. Früher hörte ich Kinder lachen. Jetzt höre ich mehr Wind als Stimmen. Ich stelle den Tisch für 2, aus Gewohnheit. Oder aus Hoffnung. Ich weiß es nicht genau. Es ist still, nicht bedrückend, aber eindringlich. Wie ein Lied ohne Melodie, das sich doch irgendwie einprägt. Manchmal spreche ich laut mit mir. »Wie geht's dir, Friedrich?« frage ich dann. Und antworte ganz gut, danke. Ein kleines Spiel, ein Versuch, das Schweigen zu überlisten. Ich habe Fotos auf dem Regal, meine Tochter als Kind, meine Frau im Garten mit Sonnenhut und Noah, mein Enkel mit Schokoladeneis im Gesicht, lächelnd, lebendig, nicht wie das jetzt. Die Wohnung riecht nach Holzpolitur und Tee. Ich halte sie sauber. Nicht für Besucher, sondern für mich. Weil es etwas gibt, das ich bewahren will. Würde. Die Welt da draußen ist schnell. Hier drinnen bleibt sie manchmal stehen. Es begann nicht mit einem großen Knall, nicht mit einem Streit oder einem endgültigen Wort. Es begann leise, mit kleinen Sätzen, mit dem Gefühl, überhört zu werden. »Das hast du doch schon erzählt, Papa. Wir melden uns, wenn was ist. Du musst dir keine Gedanken machen, das regeln wir.« Sätze wie diese kamen häufiger. Und jedes Mal fühlte ich mich ein Stück kleiner. Nicht, weil sie böse gemeint waren,
sondern weil sie beiläufig fielen, wie Staub, den man wegwischt. Früher hatte ich eine Rolle. Ich war der, der half, der wusste, der gefragt wurde. Jetzt war ich da, aber ohne Funktion. Wie ein Möbelstück, das man aus Gewohnheit stehen lässt. Einmal kam ich zu spät zu einem Abendessen. Es war kein Platz mehr für mich gedeckt. »Wir dachten, du kommst nicht«, sagten sie. Ich sagte nichts. Ich setzte mich ans Ende des Tisches, nahm mir selbst einen Stuhl. Aber das Gefühl, überflüssig zu sein, war lauter als jedes Lachen im Raum. Meine Tochter, sie war mein Anker. Früher rief sie jeden zweiten Tag an. Heute höre ich wochenlang nichts. Wenn ich anrufe, ist oft der Anrufbeantworter dran. Oder sie hebt ab, gestresst in Eile zwischen Terminen. »Ich habe gerade keine Zeit, Papa. Ich rufe später zurück.« Manchmal tut sie das, meistens nicht. Ich begann mich zurückzuziehen, nicht aus Trotz, sondern weil ich nicht stören wollte, weil ich dachte, vielleicht ist es einfacher so. Für sie, für mich. Aber innerlich war da dieser Schmerz. Nicht laut, aber durchdringend, wie ein Ton, den nur ich höre. Ich fragte mich oft, wann habe ich aufgehört, wichtig zu sein? Ich schrieb einen Brief an meine Tochter, nicht um Vorwürfe zu machen, nur um zu sagen, dass ich da bin, dass ich sie liebe, dass ich manchmal Angst habe, vergessen zu werden. Ich legte ihn nie in den Briefkasten, weil ich dachte, vielleicht ist das zu viel, vielleicht bin ich zu viel. Der Tag, an dem ich es wirklich begriff, war still. Kein Streit, kein lautes Wort. Nur ein Moment. Ein kurzer, scharfer Riss in meinem Inneren. Es war ihr Geburtstag. Ich hatte den Kalender wochenlang angestarrt, ein Geschenk besorgt. Etwas, das sie mochte. Früher zumindest. Ich rief an, um zu fragen, wann ich kommen könne. »Ach, Papa, wir machen nur was Kleines. Nur wir. Nur sie. Ohne mich.« Ich lächelte, sagend, dass ich es verstehe, dass ich mich freue, dass sie feiert. Aber als ich auflegte, zitterten meine Hände. Nicht vor Wut, vor Leere. Ich ging trotzdem, nicht zur Tür, nur in den Park mit dem Geschenk in der Tasche, setzte mich auf eine Bank, sah zu, wie Familien lachten, Kinder liefen, jemand ein Picknick aufbaute. Ich war unsichtbar. Ein alter Mann mit einem Päckchen, das niemand erwartete. In diesem Moment war da kein Platz mehr für Ausreden, keine Gedanken wie »Sie haben es vergessen« oder »Sie melden sich bestimmt bald«. Ich wusste es jetzt. Ich war nicht mehr Teil ihrer Welt, ich war Randnotiz. Ich öffnete das Päckchen. Ein kleiner Schal. Wollig, weich. Ich legte ihn mir selbst um und weinte. Leise. Nicht um sie, um das, was wir einmal waren. Am nächsten Morgen zog ich denselben Schal enger um meinen Hals. Er roch nach Erinnerung, nach Enttäuschung, aber auch nach Wärme. Ich war noch hier. Und vielleicht war das genug, fürs Erste. Ich begann jeden Tag spazieren zu gehen, nicht um irgendwo anzukommen, nur um mich selbst wieder zu spüren. Die Bäume kannten meine Geschichte nicht. Der Wind fragte nicht, ob ich noch gebraucht werde. Er war einfach da, so wie ich. Ich nahm ein altes Notizbuch aus der Schublade, eines, das ich früher zum Zeichnen benutzt hatte. Nun schrieb ich hinein. Gedanken, Erinnerungen, kleine Beobachtungen. Heute hat ein Kind im Park mir zugelächelt. Die Sonne schien auf mein Gesicht wie eine Antwort. Ich habe immer noch eine Stimme. Es waren keine großen Schritte, keine Wende, keine Erlösung. Aber es war ein Anfang, ein stilles sich zurückholen. Von Würde, von Bedeutung, von mir selbst. Ich stellte mir vor, was ich sagen würde, wenn sie doch eines Tages anriefen, ich habe nicht aufgehört, euch zu lieben. Aber ich habe gelernt, mich selbst nicht zu vergessen. Und allein dieser Gedanke war ein kleiner Sieg. Eines Tages, als ich wieder auf meiner Bank saß, die mit dem Blick auf das kleine Blumenbeet, setzte sich jemand neben mich. Ein Mädchen, vielleicht 8 Jahre alt. Sie sagte nichts, schaute nur auf die Sonne, die langsam unterging. Dann leise fragte sie, »Warten Sie auf jemanden?« Ich lächelte. »Nein, nicht mehr.« Sie nickte nur. Dann zog sie ein Stück Papier aus ihrer Jackentasche. »Ich habe das für meine Oma gemalt. Sie ist nicht mehr da, aber ich wollte es trotzdem jemandem zeigen.« Sie reichte es mir. Ein Bild.
Eine ältere Frau mit grauem Haar, ein Baum, ein Herz. Ich sah sie an, dieses kleine, kluge Wesen. Und plötzlich wurde mir etwas klar. Ich war nicht unsichtbar, nicht vergessen. Ich war immer noch Teil von etwas, auch wenn es nicht das war, was ich erwartet hatte. Nicht meine Kinder hatten mich gesehen, aber dieses fremde Kind, sie hatte mich erkannt. Vielleicht war das die größte Form von Verbundenheit, nicht durch Blut, sondern durch Menschlichkeit. Ich gehe noch immer jeden Tag spazieren, nicht weil ich auf sie hoffe, sondern weil ich auf mich höre. Manchmal begegne ich anderen Alten. Wir nicken uns zu, still wissend, und manchmal bleiben wir einen Moment stehen, tauschen Blicke, Geschichten, Erinnerungen. Es ist leise, aber es ist da. Verbindung. Ich habe verstanden, dass Priorität nicht bedeutet, im Mittelpunkt zu stehen, sondern gesehen zu werden, gehört zu werden, selbst wenn nur von einem Kind auf einer Bank oder von mir selbst, im Spiegel eines Morgens. Ich bin nicht mehr der Vater, der wartet. Ich bin der Mann, der weitergeht. Nicht aus Trotz, sondern aus Würde. Der liebt, ohne Antwort zu fordern. Der vergibt, auch wenn nie um Verzeihung gebeten wurde. Denn am Ende zählt nicht, wer uns verlässt, sondern wer wir sind, wenn wir alleine stehen. Und was wir tun, wenn niemand hinsieht. Ich bin nicht zurückgekommen, um Teil ihres Lebens zu sein. Ich bin geblieben, um mein eigenes zu leben. Danke fürs Zuschauen.